Herzlich willkommen beim neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video dreht sich alles ums Gewicht. Was müsst ihr beachten bei eurem Wohnmobil? Was kann mit, was muss zu Hause bleiben? Wie sind die Grenzen mit dem Führerschein? Und was muss ich beachten, wenn ich mir ein Wohnmobil anschaffe? Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt stellt sich grundsätzlich die Frage, welchen Führerschein habt ihr? Welches Mobil möchtet ihr fahren? Benötigt ihr für einen anderen Führerschein? Es ist so, dass 1999 die Regelung geändert wurde zum Führerschein. Vorher oder bis dahin galt der Führerschein Klasse 3, fahrbar bis 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das wurde geändert auf Führerschein Klasse B, zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen. Das heißt, alles was am Mobil dran ist und drin ist, auch inklusive Personen, Wasser und so weiter, darf die 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Das ist nicht so einfach zu erreichen, schauen wir uns auch gleich im Beispiel an. Jetzt ist die Frage für euch, was wollt ihr, was braucht ihr, wie viele Personen seid ihr? Wenn ihr über die 3,5 Tonnen kommt, laut einer Berechnung zum Beispiel oder dem Mobil, das ihr euch anschaffen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit natürlich einen Führerschein zu machen. Das ist der C1, das ist, ich sage jetzt mal, der kleine Lkw-Führerschein bis 7,5 Tonnen. Das bringt dann natürlich einige Nachteile auch mit sich, wenn das Mobil über 3,5 Tonnen kommt. Da gehen wir auch später noch darauf ein, was da die Problematiken und die Unterschiede sind. Jetzt stellt sich die Frage, wie schwer bin ich denn überhaupt, beziehungsweise wie schwer ist mein Mobil? Wenn ihr schon ein Mobil habt, meine Empfehlung, auf eine Waage fahren, am besten bei einer Deponie. Da ist das immer recht unkompliziert möglich. Wichtig ist, wenn ihr dahin fahrt, macht das Mobil genauso voll, beladet es genauso, wie ihr unterwegs seid. Wenn ihr mit eurer Frau unterwegs seid, entweder die Frau mit einladen oder natürlich im Nachhinein das Gewicht draufrechnen. Wichtig. Ja. Frischwasser solltet ihr auch so machen, wie ihr unterwegs seid. Wenn ihr nie mit vollem Frischwassertank unterwegs seid oder vollem Abwassertank, ja, dann, weil ihr nicht frei steht zum Beispiel, dann würde ich es auch nicht mit reinmachen. Wenn das mal vorkommt, ja dann mit rein, weil dann seid ihr irgendwann mal so unterwegs. Und da seht ihr, was los ist, ob ihr die 3,5 Tonnen schafft oder ob ihr vielleicht knapp drüber seid und die ein oder andere Sache vielleicht ausladet besser, wo ihr sagt, brauche ich nicht zwingend, wiegt, mache ich weg. Wenn es so ist, dass ihr ein Mobil kaufen wollt und jetzt schauen wollt, welches kann ich mir denn holen, wie ist das Thema mit dem Gewicht, dazu muss ich sagen, die Händler und auch die Hersteller sind da natürlich drauf aus, die 3,5 Tonnen zu schaffen oder drunter zu bleiben, weil natürlich die Kaufkraft und auch die Kundengröße viel, viel stärker ist dort. Wenn das Gewicht über 3,5 Tonnen ist, schon in der Angabe, dann sind natürlich ganz viele Kunden schon raus und laufen vorbei. Deswegen versuchen die natürlich die Grenze zu erreichen. Da gibt es diverse Mittel und Möglichkeiten mit irgendwelchen 5% Abweichungen und alles Mögliche. Für euch ist das große Thema, aber ihr müsst selbst dafür sorgen, dass ihr es auch in der Realität später schaffen könnt, mit dem Mobil unterwegs zu sein. Deswegen habe ich hier mal eine Beispielrechnung aufgemacht, auch anhand dieser Daten des Herstellers hier. Das ist was ganz Normales, ich will jetzt keinen Hersteller nennen, das ist Standard. Das habe ich einfach mit mir rausgenommen, das ist auch keine Wertung, ob das gut oder schlecht ist, aber man sieht hier schon diese angegebene fahrbereite Masse vom Hersteller. Die ist oft schon bei 3 Tonnen oder manchmal sogar ein bisschen über 3 Tonnen. Fahrbereit heißt, ja, es wundert, ich muss ein bisschen spicken, das sind eine Menge Daten, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Fahrbereit heißt vom Hersteller Grundausstattung, Grund, plus 75 Kilo Fahrer, plus 90% Kraftstoff. Das muss drin sein, dann können die fahrbereite Masse angeben. Diesen Wert solltet ihr nehmen, aufgrund der Datenblätter von dem Mobil, das ihr euch holen wollt, und solltet dann dazu rechnen. Was ist meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu zu rechnen? Ihr solltet die Sonderausstattung dazu rechnen. Sonderausstattung geht los mit Markise, Navi, andere Räder, 16 Zoll, vielleicht breiter, vielleicht ein Fahrradträger und so weiter und so weiter. Klimaanlage, Solar, was ihr alles so draufpacken wollt. Ne? Die Sachen sollten dazu gerechnet werden, die sind nicht Grundausstattung, die kommen dazu. Da habe ich jetzt mal in dem Beispiel 50 Kilo angenommen. Außerdem weitere Personen, die mitfahren sollen. Wir haben bis jetzt nur die 75 Kilo und auch die sind ja nicht zwingend realistisch. Wenn jemand 100 Kilo wiegt, dann hat er schon 25 Kilo mehr auf dem Fahrzeug. Also ich habe jetzt mal angenommen in der Beispielrechnung 75 Kilo für eine weitere erwachsene Person, 40 Kilo Kind,
25 Kilo kleines Kind sind 140 Kilo. Oder aber eine Familie mit 4 Personen, wo die Kinder schon etwas größer sind, 75 Kilo weitere Person, 70 Kilo größeres Kind und 55 Kilo auch großes Kind, Mädchen vielleicht. Ne? Sind wir bei 200 Kilo. Wichtig ist, wenn ihr jetzt da rechnet, guckt, oft sind die Männer auch schwerer, das mit drauf. Ne? Hier sind wir bei 200 Kilo, ist meiner Meinung nach auch klein gerechnet, das ist auch eine 4-köpfige Familie. Gepäck für 4 Personen 40 Kilo, jeweils 10, ist nicht übertrieben. Frischwasser sind jetzt ca. 20 Kilo drin, weil wir ja diese Grund 20 Liter haben, wo wir fahren. Wenn ihr natürlich mal, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr mal voll fahrt, dann macht die 100 Kilo oder wie viel auch immer bei euch reinpassen, mit rein. Weil dann ist dieser Moment, wo ihr so unterwegs seid, ist realistisch. Außerdem, aber wir nehmen jetzt hier nur mal die 20 Kilo, weil wir es echt klein rechnen wollen. Außerdem 2 Gasflaschen A16 Kilo sind 32 Kilo und normale Grundausrüstung. Ich nenne mal ein paar Sachen. Kabeltrommel, Tisch, Stühle, bisschen Werkzeug, Bettwäsche, Töpfe, Teller, Tassen, eventuell eine Klimaanlage, Solar. Das ist jetzt nur ein Beispiel, habe ich 50 Kilo angenommen. Ich mache nochmal ein weiteres Video zum Thema Gewicht, was denn so die einzelnen Sachen auch wiegen, die man zwingend dabei hat, um mal ein Gefühl zu kriegen. Wenn das schon da ist, blende ich es mal hier ein, was denn wirklich so auch, was man so mit sich mitschleppt. Ja. Da nehmen wir 50 Kilo an, außerdem machen wir jetzt mal noch 3 Fahrräder dran, 60 Kilo, jeweils 20. In diesem Beispiel, wo wir noch nicht mal Wasser richtig voll haben und Abwasser sowieso leer und nur 4 Personen, ne, kommen wir schon auf 452 Kilo. Ne? Und ihr seht, mit den 452 Kilo kommen wir bei diesem Fahrzeug schon über die 3,5 Tonnen. Das heißt, dieses Fahrzeug, selbst wenn der Wassertank leer ist, dürfen wir nicht mehr fahren mit Führerschein Klasse B. Und das zeigt so ein bisschen die Problematik. Also ganz wichtig, wenn ihr euch ein Mobil anschaffen wollt, holt euch von dem Mobil, was es sein soll, die Werte, fahrbereite Masse und rechnet knallhart dazu. Auch nicht zu doll schönen. Es bringt euch nichts später, wenn ihr das in der Rechnung geschönt habt und dann nicht erreichen könnt oder nur ganz schwer erreichen könnt und dann oft auch über die Grenzen kommt. Na? Ja, zum genauen Nachmessen empfehle ich immer so ein Teil. Das benutze ich selbst. Wie ihr seht, könnt ihr ja ganz einfach bestimmen, wie viel Kilo hat denn was. Kostet nur 10 oder 12 Euro das Teil. Ich verlinke es euch mal unten, da seid ihr gleich auf der richtigen Seite. Ist eine absolute Empfehlung von mir, gibt Gewissheit, denn selbst wenn ihr mal auf der Waage wart und packt was dazu oder packt was raus im Nachhinein, dann könnt ihr mit dem Teil trotzdem immer dokumentieren oder ein bisschen Gewissheit haben, was habe ich denn rausgenommen, was habe ich wieder reingepackt. Ne? Und wer weiß denn genau, wie viel die ganzen Teller und Tassen in der Küche, in den Küchenschränken wiegen. Hiermit einfach kurz in den Beutel packen, das Zeug. Einmal nachwiegen, dann weiß man genau, so und so viel Kilo habe ich damit bei dem Kleinkram. Und auch wenn ich jetzt anfange, Kühlschrank zu beladen und so weiter und so fort. Das ist zwar Kikifax, aber manchmal ist es echt alles grenzwertig. Und hiermit kann ich einfach mir auch mal Gewissheit verschaffen, wie viel Kilo habe ich denn jetzt dazugeladen, wie viel Kilo habe ich denn reingeräumt noch, nachdem ich meine Daten wusste. Also von daher, super Teil. Ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr feststellt, das Mobil wird zu schwer oder wir sind zu nah dran und wollen mit der Zuladung nicht so knausern müssen, dann habt ihr die Möglichkeit, den Führerschein Klasse C1 zu machen. Bedeutet vom Ablauf im Groben, ihr müsst erstmal natürlich zum Arzt, müsst euch testen lassen, alles mögliche, Augen und so weiter. Wenn das alles passt, dann sind das 12 Theoriestunden, 5 Praxisstunden und von den Kosten gab es ganz unterschiedliche Informationen. Ich nenne jetzt einfach mal einen Pauschalwert von 500 bis 1500 Euro. Ist kein günstiger Spaß. Also ich habe auch schon mal von jemandem gehört, kostet nur 400 Euro oder so. Nee, also da bin ich jetzt von weg. So günstig kriegt man den wahrscheinlich nicht. Wenn jemand den so günstig anbietet, gerne die Kommentare. Wird sicher interessant sein für den einen oder anderen. Aber günstiger Spaß ist es nicht. Allerdings, wenn ihr mit dem Mobil drüber seid, habt ihr oft keine andere Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ihr ein Mobil gefunden habt, was drüber gerutscht ist, dann gibt es die Möglichkeit, das Mobil ablasten zu lassen in den Papieren. Habe ich bei mir auch so gemacht. Mache ich hier ein Video zu, beziehungsweise wenn es vorhanden ist, ist es da. Das ist noch eine Option, um den Führerschein nicht machen zu müssen und trotzdem das Mobil nehmen zu können. Ansonsten kommen wir jetzt gleich noch zu den Pro- und Kontrapunkten Führerschein Klasse C1, beziehungsweise dieses Fahren des Gewichts
über 3,5 Tonnen oder unter 3,5 Tonnen. Was sind da die Unterschiede, Vor- und Nachteile? Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen, Pro und Contra, Führerschein C1 machen oder nicht, mobile über 3,5 Tonnen fahren oder nicht. Ganz klarer Vorteil ist es, wenn ihr über 3,5 Tonnen fahren könnt, ihr müsst nicht mehr auf die Zuladung achten. Jeder Mobilist kennt es, die Zuladung ist immer ein Thema und wenn man nicht mehr darauf achten muss, toll. Ist ein Vorteil, ist ein Riesenvorteil, ist der Hauptvorteil. Außerdem habt ihr mehr Fahrzeugauswahl, weil ihr nicht nur in den bis 3,5 Tonnen Bereich gucken könnt, sondern auch darüber hinaus. Außerdem habt ihr weniger Risiko für eine Überschreitung. Jeder kennt es, man ist unterwegs mit der Family und man weiß unbewusst eigentlich schon, es könnte jetzt schon sein, dass ich drüber bin, hoffentlich kommt keine Kontrolle. Oder ich bin in Österreich zum Beispiel und ich tanke jetzt mal erst später, ich fahre noch ein bisschen mit dem leeren Tank rum, weil diese 70 Kilo oder was, ja, oder ich mache ihn jetzt nicht voll, die können mir jetzt vielleicht ein Problem machen. Da geht es schon los. Contra, ganz klar die Anschaffungskosten vom C1-Führerschein. Wir haben gerade schon gehört, die sind nicht günstig und das ist natürlich ein Nachteil. Ja? Muss man überlegen, ob man das zwingend braucht. Dann, ihr werdet wie ein LKW behandelt bei vielen Sachen, zum Beispiel bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ihr habt, für euch gelten die Geschwindigkeitsbegrenzung eines LKWs. Das heißt, ihr könnt nicht mehr frei fahren mit den Geschwindigkeiten und wenn dort 80 ist für einen LKW, dann ist da eben 80 für euch auch. Ja? Dann Überholverbote wie LKW. Überholverbot für LKW irgendwo, dann gilt das für euch dann in dem Fall auch, dürft ihr nicht mehr überholen. Maut, selbes Thema, die wird teilweise höher, weil ihr teilweise natürlich wie LKW eingestuft werdet. Ne? Das kann sich in manchen Ländern richtig gravierend dann auch auswirken. Da gilt es sich damit zu beschäftigen, dann eben, fahre ich da überhaupt hin in das Land oder interessiert mich das nicht. Ja? Und der TÜV wird ab dem 7. Jahr, muss der jährlich gemacht werden bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen. Ja? Auch noch so ein Nachteil. Ja, das waren die Vor- und Nachteile und jetzt kommen wir gleich noch zum Fazit. Der C1-Führerschein ist für mich jetzt momentan keine Option. Ich habe es geschafft, durch die Ablastung, wie ich gerade schon erwähnt hatte, dieses Mobil auf 3,5 Tonnen zu kriegen. Natürlich habe ich immer dieses Problem mit der Zuladung, weil wenn man ablastet, ist man natürlich von vornherein schon, kommt auch noch ein Video zum Thema Ablasten, da ist man vornherein schon an den Grenzen unterwegs, sage ich mal. Ja. Aber den Führerschein zu machen und dann diese Nachteile zu haben, also erstmal die Kosten und dann diese Nachteile mit den ganzen Begrenzungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und so weiter zu haben, ist für mich eigentlich jetzt momentan kein Thema. Ich muss mich vielleicht später damit beschäftigen, wenn die Kinder, ich habe 3 Kids, wenn die größer werden und dann plötzlich alle 50, 60, 70, 80 Kilo wiegen, dann ist das natürlich eigentlich die Grenze nicht mehr haltbar. Aber momentan schaffe ich das noch so und deswegen lasse ich das auch so. Ja. Für alle, die gerne viel zuladen, nicht darauf achten wollen, mit einer großen Familie unterwegs sind, dann ist natürlich irgendwann es unausweichbar. Es kommt aufs Mobil auch an, aber wenn man ein Mobil hat, wie wir in dem Beispiel gesehen haben, was ein gewisses Grundgewicht schon hat, dann führt kein Weg dran vorbei, zu sagen, ich muss den C1 machen und habe dann die gewissen Nachteile, aber ich kann überhaupt unterwegs sein. Weil wenn ich zu schwer bin, dann hilft es alles nichts, dann darf ich nicht fahren mit dem B-Führerschein. Ne? So in dem Sinne, hoffe ich konnte euch ein paar Informationen geben, den einen oder anderen gerade bei der bevorstehenden Anschaffung helfen. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst, das ist immer toll. Gerne auch kommentieren, wenn der ein oder andere noch eine Information hat, die wichtig wäre. Gerne auch kommentieren, dann kriegen das die anderen auch noch mit. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen.